Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute machen wir eine Simulation für die B2-Prüfung. Ich bin Anna. Wie heißt du? Hallo Anna, ich heiße David. Freut mich. Woher kommst du? Ich komme aus Albanien und lebe seit 4 Jahren in Deutschland. Und du? Ich komme aus der Türkei und bin seit 2 Jahren hier. Dann beginnen wir mit Teil 1. Möchtest du anfangen? Ja, gerne. Mein Thema lautet Online-Shopping, Vorteile und Nachteile. Zuerst möchte ich sagen, dass Online-Shopping in den letzten Jahren immer populärer geworden ist. Viele Menschen bestellen Kleidung, Elektronik oder sogar Lebensmittel im Internet. Ein großer Vorteil ist die Bequemlichkeit. Man kann rund um die Uhr einkaufen und Preise vergleichen. Außerdem spart man Zeit, weil man nicht in die Stadt fahren muss. Auf der anderen Seite gibt es auch Nachteile. Man kann die Produkte nicht direkt sehen oder ausprobieren. Außerdem entstehen viele Verpackungsabfälle, was schlecht für die Umwelt ist. Zusammenfassend denke ich, dass Online-Shopping praktisch ist, aber man sollte bewusst konsumieren. Danke, das war sehr klar strukturiert. Ich habe eine Frage. Glaubst du, dass Online-Shopping kleine Geschäfte zerstört? Teilweise ja. Viele kleine Läden können mit großen Online-Plattformen preislich nicht konkurrieren. Deshalb finde ich es wichtig, lokale Geschäfte zu unterstützen. Dann bin ich dran. Mein Thema ist, sollte man ein eigenes Auto besitzen oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen? Heutzutage stehen viele Menschen vor dieser Entscheidung. Ein eigenes Auto bietet Flexibilität und Komfort. Man ist unabhängig von Fahrplänen und kann jederzeit losfahren. Allerdings ist ein Auto teuer. Man muss Versicherung, Benzin und Reparaturen bezahlen. Außerdem belastet der Verkehr die Umwelt stark. Meiner Meinung nach sind öffentliche Verkehrsmittel in Großstädten sinnvoller, während auf dem Land ein Auto oft notwendig ist. Interessant. Würdest du persönlich auf ein Auto verzichten? In der Stadt ja, weil Bus und Bahn gut funktionieren. Aber auf dem Land wäre es schwierig. Jetzt diskutieren wir über das Thema, sollten Arbeitnehmer eine 4-Tage-Woche bekommen? Ich bin dafür. Viele Studien zeigen, dass Menschen produktiver sind, wenn sie mehr Freizeit haben. Ich bin mir nicht sicher. In manchen Berufen, zum Beispiel im Krankenhaus, ist das schwer umzusetzen. Das stimmt, aber vielleicht könnte man flexible Modelle einführen. Ja, vielleicht branchenspezifisch. In Bürojobs könnte es funktionieren. Außerdem würde eine 4-Tage-Woche die Work-Life-Balance verbessern. Andererseits könnte der Arbeitsdruck steigen, wenn man die gleiche Arbeit in weniger Zeit erledigen muss. Das hängt von der Organisation ab. Wenn Unternehmen effizienter arbeiten, könnte es klappen. Also sind wir uns einig, dass es möglich ist, aber nicht für alle Berufe geeignet? Genau, eine flexible Lösung wäre am besten. Das war wirklich eine spannende Diskussion über die 4-Tage-Woche. Lass uns mit einem neuen Thema weitermachen. Wie findest du eigentlich das Thema künstliche Intelligenz im Alltag? Oh, das ist aktuell. Ich finde, künstliche Intelligenz erleichtert unser Leben enorm. Zum Beispiel bei Navigation, Übersetzungen oder sogar beim Lernen von Sprachen. Stimmt, aber manche Menschen haben Angst, dass KI Arbeitsplätze ersetzt. Ja, besonders in Bereichen wie Kundenservice oder Verwaltung. Allerdings entstehen auch neue Berufe, zum Beispiel im IT-Bereich. Ich denke auch, dass Weiterbildung wichtig wird. Man muss flexibel bleiben und neue Kompetenzen erwerben. Genau. Meiner Meinung nach ist KI eher ein Werkzeug. Es hängt davon ab, wie wir sie nutzen. Apropos Lebensqualität. Würdest du lieber dauerhaft in einer Großstadt oder auf dem Land leben? Gute Frage. Ich wohne momentan in einer Großstadt, aber manchmal vermisse ich die Ruhe vom Land. Ich verstehe dich. In der Stadt hat man viele Möglichkeiten. Arbeitsplätze, Kultur, Restaurants. Ja, aber dafür ist das Leben teuer und stressig. Auf dem Land ist es ruhiger und oft günstiger. Allerdings gibt es weniger Karrierechancen. Vielleicht wäre eine kleine Stadt ein guter Kompromiss. Das denke ich auch. Ein Ort mit guter Infrastruktur, aber ohne Großstadtstress. Ein anderes wichtiges Thema ist Karriere oder Familie? Was ist wichtiger? Ich finde, diese Frage ist schwer zu beantworten. Viele Menschen möchten beides kombinieren. Ja,
aber oft muss man Prioritäten setzen. Besonders am Anfang der Karriere arbeitet man sehr viel. Das stimmt. Aber ich glaube, langfristig ist Familie wichtiger. Beruflicher Erfolg allein macht nicht glücklich. Andererseits gibt es Menschen, die sich stark über ihre beruflichen Ziele definieren. Natürlich. Deshalb denke ich, es hängt von der Persönlichkeit ab. Vielleicht ist Work-Life-Balance das Schlüsselwort. Genau. Ein Gleichgewicht ist wahrscheinlich die beste Lösung. Lass uns noch über Umweltschutz sprechen. Glaubst du, dass Einzelpersonen wirklich etwas verändern können? Ich denke schon. Wenn viele kleine Schritte zusammenkommen, kann das große Auswirkungen haben. Zum Beispiel weniger Plastik benutzen oder öffentliche Verkehrsmittel fahren. Ja, oder regionale Produkte kaufen. Das reduziert Transportwege. Manchmal habe ich aber das Gefühl, dass Politik und große Unternehmen mehr Verantwortung tragen sollten. Da stimme ich dir zu. Individuelles Verhalten ist wichtig, aber strukturelle Veränderungen sind entscheidend. Weißt du, ein Thema, das oft in der Prüfung vorkommt, ist Stress im Berufsleben. Wie gehst du eigentlich mit Stress um? Das ist wirklich relevant. Ich versuche zuerst, meine Aufgaben zu priorisieren. Wenn alles gleichzeitig wichtig erscheint, entsteht schnell Druck. Das stimmt. Ich finde auch, dass viele Menschen Schwierigkeiten haben, Nein zu sagen. Genau. Und dadurch übernehmen sie zu viele Aufgaben. Langfristig kann das zu Burnout führen. Glaubst du, dass Arbeitgeber genug tun, um Stress zu reduzieren? Teilweise. Einige Firmen bieten flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice an. Aber nicht überall wird psychische Gesundheit ernst genommen. Vielleicht sollte Stressmanagement schon in der Schule unterrichtet werden. Das wäre sinnvoll, denn Stress betrifft nicht nur Erwachsene, sondern auch Jugendliche. Apropos Jugendliche, wie siehst du den Einfluss von Social Media auf junge Menschen? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits können Jugendliche sich informieren und vernetzen. Andererseits entsteht enormer sozialer Druck. Viele vergleichen sich ständig mit anderen. Ja, besonders wegen unrealistischer Schönheitsideale. Ich denke, Medienkompetenz ist entscheidend. Man muss lernen, Inhalte kritisch zu hinterfragen. Absolut. Vielleicht sollten Schulen stärker darauf eingehen. Ein weiteres klassisches Diskussionsthema. Sollte man eine Wohnung mieten oder kaufen? In Großstädten ist Kaufen extrem teuer. Deshalb entscheiden sich viele fürs Mieten. Ja, Mieten bietet Flexibilität. Man kann leichter umziehen. Aber langfristig investiert man beim Kauf in Eigentum. Das stimmt. Allerdings trägt man auch das Risiko von Reparaturen und Krediten. Ich glaube, es hängt stark von der finanziellen Situation ab. Und davon, ob man langfristig an einem Ort bleiben möchte. Was hältst du eigentlich von ehrenamtlicher Arbeit? Ich finde sie sehr wichtig. Ehrenamt stärkt den sozialen Zusammenhalt. Ja, und man sammelt wertvolle Erfahrungen. Außerdem kann es im Lebenslauf positiv wirken. Das stimmt, aber man sollte es nicht nur für den Lebenslauf machen. Natürlich, Motivation sollte vor allem sozialer Natur sein. Könntest du dir vorstellen, dauerhaft im Ausland zu arbeiten? Ja, grundsätzlich schon. Internationale Erfahrung erweitert den Horizont. Aber kulturelle Unterschiede können auch herausfordernd sein. Das stimmt. Man muss offen und anpassungsfähig sein. Ich denke, gerade junge Menschen profitieren davon. Ja, besonders wegen der Sprachentwicklung. Eine philosophische Frage. Macht Geld glücklich? Bis zu einem gewissen Punkt vielleicht. Finanzielle Sicherheit reduziert Sorgen. Aber ab einem bestimmten Einkommen steigt das Glück nicht automatisch. Genau. Beziehungen, Gesundheit und Sinn im Leben spielen eine größere Rolle. Ich stimme dir zu. Geld ist wichtig, aber nicht alles. Wie siehst du das Thema Online-Studium im Vergleich zum Präsenzstudium? Online-Studium ist flexibel und ortsunabhängig. Ja,
aber soziale Kontakte fehlen oft. Und Motivation ist schwieriger aufrechtzuerhalten. Ich glaube, eine Kombination aus beiden Formen ist ideal. Hybridmodelle werden wahrscheinlich die Zukunft sein. Mir fällt auf, dass viele dieser Themen miteinander verbunden sind. Mhm. Ja, es geht oft um Balance, Arbeit und Freizeit, Technologie und Menschlichkeit, Sicherheit und Freiheit. Und genau das ist wichtig für die B2-Prüfung. Nicht nur eine Meinung äußern, sondern verschiedene Perspektiven betrachten. Argumente abwägen, Beispiele geben und am Ende ein klares Fazit formulieren. Ich glaube, mit solchen Gesprächen wird man wirklich sicherer. Absolut. Und Übung macht den Meister. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg bei eurer B2-Prüfung.